Heute testen wir auf funkyhome.de das ganz neue Sendur SolarFlow 800 Plus All-in-One Balkonkraftwerk. Vor ein paar Monaten hatten wir bereits das Sendur SolarFlow 800 Pro System getestet und heute möchten wir uns das ganz neue SolarFlow 800 Plus System mit der Produktnummer ZDSF 800 PLS genauer ansehen. Und bei der Gelegenheit möchten wir uns auch noch gleich das Sendur Smart Meter D0 ansehen und nochmal das Sendur Smart Meter 3 CT. Fangen wir aber erstmal wie gewohnt mit den technischen Daten an. Dann ist wahrscheinlich dem einen oder anderen sofort aufgefallen, dass der SolarFlow 800 Plus deutlich kleiner geworden ist als der SolarFlow 800 Pro. Die 800 Plus Power Station ist laut Datenblatt von den Maßen über alles 393 mm lang, 236 mm tief und nur noch 242 mm hoch. An den Stellen ohne Rahmen ist es natürlich sogar noch deutlich schmaler. Das System ist durch den LiFePO 4 Akku mit 1920 Wattstunden Gesamtkapazität, aber weiterhin ca. 21,1 Kilogramm schwer. Und erweiterbar ist das ganze System dank Anschluss auf der Unterseite durch Übereinanderstapeln von bis zu 5 AB 2000 Batterien, sodass wir dann zusammen mit dem SolarFlow 800 Plus insgesamt auf eine Gesamtkapazität von 11.520 Wattstunden, also 11,52 kWh kommen würden. Schalten wir das System einfach mal ein. Ich habe es ja schon eingeschaltet. Mist. Eingeschaltet wird das System hier über den Power-Taster. Den drückt man einfach ein bisschen was länger, ein paar Sekunden. Ausschalten geht genauso. Einfach ein paar Sekunden länger draufdrücken, so circa 5 bis 7 Sekunden. Und dann geht das Gerät aus. Das zeigen wir nachher auch nochmal. Dann sehen wir auch sofort verschiedene Symbole hier auf dem Display. Das eine ist der Akkustand, der hier angeht. Und da haben wir also noch 3 Balken voll. Und dann haben wir hier zusätzlich noch die IoT-LED. Und die zeigt uns an, dass wir gerade bereits ein WLAN aufgebaut haben und es auch korrekt mit dem WLAN verbunden ist. Also wenn das durchgehend leuchtet, haben wir das WLAN verbunden. Und die Balken des Batteriesymbols zeigen den Ladezustand an und blinken auch langsam bei dem Ladevorgang. Ein schnelles gelbes Blinken zeigt übrigens an, dass der Ladezustand niedrig ist. Gelbes langsames Blinken zeigt an, dass der BMS-Schutz aktiviert wurde. Beispielsweise aufgrund zu geringer Batterietemperatur. Oder schnelles rotes Blinken signalisiert einen BMS-Fehler, aber das haben wir in dem Test zumindest noch nicht geschafft. Das grün leuchtende WLAN-Symbol zeigt eine kabellose Verbindung an und würde ohne Verbindung rot blinken bzw. im Konfigurationsmodus zunächst langsam blinken. Das All-in-One Balkonkraftwerk lässt sich natürlich auch ganz bequem mit dem Smartphone oder Tablet bedienen, wie wir gleich nochmal zeigen werden. Denn im oberen fest montierten 800 Plus Wechselrichterteil befinden sich sowohl ein Bluetooth als auch ein WLAN-Modul und im unteren Teil befindet sich der Akku. Gehen wir jetzt erstmal weiter ins Detail und kommen zu den Anschlüssen. Hier auf der linken Seite des SolarFlow 800 Plus Wechselrichters mit Energiespeicher befinden sich die Solarpanel-Anschlüsse, wobei 2 MPPTs verbaut wurden, jeweils Plus und Minus sieht man hier. Und hier sind so Staubschutzkappen angebracht, die man einfach abziehen kann, womit halt eben auch Feuchtigkeit ferngehalten wird, denn das ganze System ist auch noch wasserdicht. Kommen wir gleich noch zu. An den beiden MPPTs können wir jeweils bis zu 750 Watt Solarmodule anschließen. Und je nach Solarmodul könnte man theoretisch auch 2 Module pro MPPT parallel anschließen. Zumindest wenn die Leerlaufspannung von 55 Volt pro PV-Eingang und der Kurzschlussstrom von 22,5 bzw. 18 Ampere pro PV-Eingang eingehalten werden. Und die maximale Eingangsleistung muss natürlich auch eingehalten werden, die darf auch nicht überschritten werden. In Deutschland dürfte man eigentlich im Moment insgesamt bis zu 2000 Watt Solarpanels als Balkonkraftwerk betreiben und auch so dann im Marktstammdatenregister anmelden, sodass man hier mit den 750 Watt mal 2, also 1500 Watt, sogar noch etwas darunter liegen würde. Wer aber ohnehin nur ein meist übliches Balkonkraftwerk mit bis zu 2 600 bis 700 Watt Panels betreiben möchte, ist mit dem SolarFlow 800 Plus also bestens bedient. Letztendlich sollte man alles gut planen und unbedingt immer alle Spannungen und Stromstärken einhalten, die in dem Handbuch vom Sendur hinterlegt sind. Wir haben hier auch noch auf der Seite ein Typenschild und da steht auch alles drauf.
Da die Daten von einer Revision zur anderen durchaus variieren können, sollte man die Daten also unbedingt vor der Planung und auch vor dem Anschluss hinterher nochmal bei Sendur nachlesen bzw. eben auf dem Typenschild nachlesen. Es ist sehr wichtig, dass man die MPPTs nicht aus Versehen über Kreuz anschließt, also auf keinen Fall hingehen und die beiden zusammen anschließen und die beiden zusammen anschließen, sondern unbedingt immer schauen, dass die Polung stimmt, also Plus-Minus-Einheiten und auch dementsprechend nicht über Kreuz anschließen. Hier hätte Zendur ruhig noch ein kleines Plus- und Minus-Symbol an dem Gehäuse anbringen oder einstanzen können. Haben sie leider nicht gemacht. Kommen wir damit zur anderen Seite, wo sofort auffällt, dass hier keinerlei Off-Grid-Steckdosen vorhanden sind. Wer also gerne eine Steckdose als Sicherheit bei einem Stromausfall haben möchte, sollte hier besser direkt zu dem größeren SolarFlow 800 Pro von Zendur greifen. Damit kommen wir auch schon zu der Einspeisung und Stromausgabe in das Hausnetz. Wie bereits erwähnt, ist in diesem System ein Mikrowechselrichter integriert, hier im oberen Bereich. Und mittels dem mitgelieferten 3 Meter langen Anschlusskabel, ich zeige das mal, das Symbol, wird dieser hier über den wasserdicht abgeschlossenen Anschluss angeschlossen. Der wird hier eingesteckt und dann kann man das hinterher wieder lösen. Dafür ist auch noch ein kleines Tool dabei. Wenn man alle Gummikappen aufgesteckt hat oder was angeschlossen hat, eben mit diesen wasserdichten Anschlüssen hier, haben wir ein IP65-taugliches Gerät, was somit Staub und Spritzwasser bis hin zu Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Es gibt nämlich hier auch glücklicherweise keinerlei Lüfter. Also wir haben hier keine Lüftungsschlitze und auch keinen Lüfter, der irgendwie extern Luft reinziehen würde und somit eben auch Wasser oder Staub einziehen würde. Und das ist natürlich vorteilhaft. Man hat also wirklich ein vollständig dichtes System. Damit kommen wir auch schon zur Einspeisung und zur Stromausgabe ins Hausnetz. Wie bereits erwähnt, ist in diesem System ein Mikrowechselrichterteil integriert. Die minimale Einspeiseleistung in das Hausnetz beträgt übrigens über den manuellen Netzausgangsmodus 30 Watt und die maximale Ausgangsleistung in das Hausnetz beträgt, begrenzt durch unsere Normen hier in Deutschland, 800 Watt, wobei die gesetzlichen Vorgaben natürlich je nach Land immer ein bisschen variieren. Da die 800 Watt an sonnigen Tagen zum Teil über mehrere Stunden eingespeist werden, sollten die Haushaltssteckdosen am besten separat abgesichert sein. Und selbst wenn man eigentlich ohne Elektriker ein Balkonkraftwerk selber anschließen kann, sollte man, wenn möglich, einmal kurz vor dem Anschließen von dem Elektriker seines Vertrauens einen Blick auf die Belegung der Phasen und die Absicherung der Steckdosen werfen lassen. Natürlich kann man den Lithium-Ferrophosphat-Akku auch über die Steckdose nachladen, indem man beispielsweise in der App über den manuellen Netzeingangsmodus einen Wert zwischen 30 und 1000 Watt einstellt. Die sogenannte Grundlast könnte man auch im automatischen HMS-Modus fest vorgeben und die Grundlast beträgt je nach Haushalt so circa zwischen 80 und 200 Watt. HMS steht übrigens für Home Energy Management System und ermöglicht in diesem Modus sogar eine völlig automatische Steuerung und auf Wunsch sogar per KI. Für eine automatische Steuerung der Einspeiseleistung sollte man natürlich am besten einen Smart Meter einsetzen. Und neben der Unterstützung von gängigen Smart Metern wie dem Shelly Pro 3M bietet Sendur auch ein eigenes 3CT Smart Meter an, das wir umfangreich auch schon in einer Anleitung erklärt haben. Da aber nicht jeder Geld für einen Elektriker ausgeben möchte, der so einen Smart Meter dann in den Sicherungskasten einbaut und verdrahtet, gibt es jetzt auch von Sendur den D0 Smart Meter, das man deutlich einfacher installieren kann. Das Sendur D0 Smart Meter besteht aus einem magnetisch angebrachten optischen Sensor, das ist der hier, und der liest hierüber die Impulse von dem Zähler ab. Der muss zuvor freigeschaltet werden, da muss man eine PIN für abrufen und dann kann man damit die Leistungsfreigabe über den optischen Sensor freigeben. Und dann kann man hier mit Batterien oder unten drunter ist auch noch ein kleiner USB-C-Anschluss, kann man dann die Signale von dem Stromzähler messen. Die von dem Stromzähler gemessenen Signale von diesem Lesekopf werden dann an den sogenannten WLAN-Bridge-Stecker übermittelt
Und das ist im Grunde ein kleiner Empfänger und ein kleiner Sender. Dieser empfängt die Signale hiervon und leitet diese dann weiter über das WLAN an den SolarFlow Energiespeicher. Hört sich kompliziert an, ist aber in der Anwendung wirklich sehr einfach und vor allen Dingen auch sehr praktisch zur automatischen Stromeinspeisung. Fest verdrahtet ist natürlich immer noch besser und auch vor allen Dingen schneller, aber es ist eine Lösung, sodass man halt eben ohne Elektriker, ohne große Bastelei am Schaltschrank wirklich relativ einfach die Signale übermitteln kann. Es gibt auch noch andere Hersteller, die solche Tools anbieten und die kann man natürlich auch verwenden, aber das hier ist eine einfache Sache. Apropos, das hier neben dem Stromanschluss ist keine weitere Gummikappe, die man abziehen kann, sondern die Antenne für die integrierte Bluetooth- und Wi-Fi-Verbindung. Bei einem direkten Vergleich von dem Zendur SolarFlow 800 Pro wird es richtig klar, wie klein der neue SolarFlow 800 Plus geworden ist. Dafür verzichtet Zendur bei der 800 Plus im Gegensatz zu der 800 Pro auf 2 MPPTs, denn hier haben wir 4 MPPTs, hier haben wir nur die 2 MPPTs und wir haben hier eine Steckdose dran, eine Off-Grid-Steckdose und hier haben wir keine. Das heißt, wenn man die Steckdose benötigt, sollte man das System hier verwenden, den 800 Pro. Und wenn man sie nicht benötigt, kann man durchaus hier zu dem deutlich kleineren und vor allen Dingen auch preiswerteren System greifen. Neu ist übrigens auch bei der Zendur-App, dass es hier eine KI-Funktion gibt, eine KI-Unterstützung. Die nennt sich bei Zendur SendKey oder SendKI und verarbeitet sowohl den aktuellen Strombedarf als auch den historischen Verbrauchsdaten. Apropos KI, man muss den SolarFlow 800 Plus nicht unbedingt per WLAN in die Zendur Cloud aufnehmen, sondern kann auch einige Sachen immer ausschließlich per Bluetooth steuern. Allerdings sind die meisten automatischen Anpassungen vor allen Dingen über die Cloud-Anbindung nur möglich und ausgelegt dafür und funktionieren also erst mit einer Verbindung über den WLAN-tauglichen Router zur Anbindung ins Internet. Seit dem neuesten Update bietet Zendur sogar eine Fahrzeugintegration und wird kompatibel mit dem Tesla Model 3 und Model Y, bietet eine intelligente Wärmepumpensteuerung und die Verwaltung von Wärmepumpen über Shelly-Relais und sogar noch die kürzlich erklärte dynamische Strompreisgestaltung mit Echtzeit-Tarifanzeige basierend auf den dynamischen Preisen und last but not least gibt es sogar noch einen KI-Sprachassistenten, der wird hier oben ausgeführt und darüber kann man dann grundlegende Sprachbefehle ausführen lassen zur Modusanpassung zum Beispiel und grundlegende Fehlerbehebung natürlich. Hier bleibt Zendur also glücklicherweise auch auf dem neuesten Stand, denn selbst wenn man die Funktionen derzeit noch nicht nutzen möchte, investiert Zendur zumindest viel Zeit in die Entwicklung, aber auch eben auch in die Fehlerbehebung, denn auch so ein paar kleinere Bugs, die wir beim letzten Test moniert hatten, wurden mittlerweile behoben. Wir haben also jetzt hier unsere beiden Geräte schon eingetragen. Wir sehen das hier. Sehen diese beiden Geräte, sehen also hier den SolarFlow 800 Pro und den SolarFlow 800 Plus. Und darunter haben wir auch noch das Smart Meter D0. Das sollten wir jetzt mal eben noch mit dem Strom verbinden. Auch das machen wir einfach über die Steckdose. Dann gehen wir wieder zurück. Und da sehen wir auch schon Smart Meter D0. Das ist wie gesagt eine Bridge, die zwischen dieses Lesegerät hier, das Smart Meter D0 von Zendur, an dem Schaltschrank, also am Zähler und dem WLAN-Router eben integriert wird. Und der zeigt dann normalerweise eben auch direkt die Leistung an und sagt auch, wie viel man halt eben gerade verbraucht und was der Zähler im Moment an Zählerstand hat und so weiter und so weiter. Also die Steuerung wird dann übernommen eben von dem momentanen Verbrauch im Haushalt. Wie gesagt, normalerweise nicht in das Gerät einstecken, ist ja auch hier gar nicht möglich, sondern einfach in irgendeine konventionelle Steckdose, die nahe dem Zählerschrank ist. Jo, ansonsten können wir hier alles nachschauen. Also wir sehen jetzt hier eben, was hat der Akku im Moment für einen Eingang, was hat er für einen Ausgang, ist er schon in Standby gegangen, natürlich. So, machen wir mal kurz an, dann ist er jetzt wieder an. Dann sehen wir den Energiefluss. Was passiert da gerade? Wird jetzt gerade was ausgegeben, eingegeben, über PV eingegeben. Und dann können wir hier noch eine Steuerung vornehmen. Wir haben jetzt im Moment das verbunden mit dem HMS-System.
Wir können das hier auch entfernen und können ohne HMS-System direkt die Akkueinstellung vornehmen. Können dann sagen, Aufladen stoppen bei 100% und Entladen beenden bei 10%. Wir können das hier beliebig ändern, können jetzt zum Beispiel sagen 70% nur. Bis 70% soll er aufladen, kleiner geht nicht. Andersrum ist es auch so, dass mindestens 50% Entladen ausgewählt werden kann und unter 0 oder unter 5% sollte man nicht gehen. Am besten sogar nicht mal unter 10%. Könnte man zwar gehen, sollte man aber nicht. Und der sagt einem auch, bitte bleib auf 10% und das ist die bessere Wahl. Und dann kann man eben bis 100%. So, das ist der Entlade- und der Ladezustand, den man hier einstellen kann in der App. Was haben wir noch? Wir haben natürlich die Wi-Fi-Anbindung. Dann haben wir hier noch die Einstellungen für den Netzausgangsmodus. Hier haben wir die Wahlmöglichkeit, dass wir sagen können, wir möchten gerne, da sehen wir jetzt den kleinen Sprung, 30 Watt oder 0 Watt, also 0 oder 30 Watt. Also gar keinen Ausgang ins Haus geben, 30 Watt oder bis zu 800 Watt einspeisen. Das können wir also fest vorgeben. Das wäre dann zum Beispiel interessant als Grundlastmodus. Grundlast ist das, was man an festen Geräten im Haushalt immer hat. Und da ist ein gewisser Wert, das haben wir auch schon öfter mal erklärt in den Videos, hat also im Haushalt eigentlich immer irgendeine gewisse Stromabnahme. Und diese könnte man damit halt eben abdecken. So, gehe ich mal auf 100 Watt. Das könnte man also jetzt immer einspeisen. Man hätte auch einen Netzeingangsmodus, genau das gleiche. Hier haben wir also 0 Watt oder 30 Watt. Oder man kann halt eben bis zu 1000 Watt einspeisen. Kann das auch über diese Taster hier machen. Eingeben kann man den Wert nicht. Das ist aber auch normal. So, Akkueinstellungen haben wir gerade gezeigt. Die Gebrauchsanweisung haben wir noch, Gerätedaten. Dann haben wir noch die Auswahlmöglichkeit, wo wir uns gerade befinden. Das ist ganz wichtig, damit man überhaupt diese 800 Watt in das Netz einspeisen kann. Das ist nicht in jedem Land erlaubt. Und dann haben wir noch die Leistungsverteilung. Und dann kann man auswählen, was möchte man mit der überschüssigen Energie machen. So, angenommen, wir haben 500 Watt, die gerade über PV eingespeist werden. Wir haben im Haushalt 100 Watt Verbrauch und dann haben wir aber 400 Watt überschüssige Energie. Wenn der Akku vollgeladen ist, was machen wir damit? Dann kann man sagen, man möchte das gerne zulassen oder man möchte das verbieten. Und demnach entscheidet der halt eben dann, ob er diesen überschüssigen Strom in das Hausnetz einspeist. Man erhält ja keine Vergütung dafür in der Regel und insofern gesehen könnte man das jetzt machen, man muss es aber nicht machen. MQTT kann man noch einschalten oder man kann auch noch ein Firmware-Update machen, wenn man möchte. Hier haben wir jetzt gerade die aktuellste Version aber schon installiert. Das ist die Version 1.02. Und das Schöne ist, das System funktioniert eben auch mit verschiedenen Geräten gleichzeitig. Man kann also den SolarFlow 800 Pro verwenden und den Plus und beides zusammen sogar in das HMS-System einbinden. Mache ich mal eben. Nehme jetzt mal eben den wieder zurück. So, ins HMS einbinden. Den hier auch. Und dann gehen wir auf die Hauptseite. Und dann sehen wir hier übersichtlich alle Systeme aufgeführt. Also wir sehen jetzt hier zum Beispiel, wenn man oben drauf geht, auf das Solarmodul, sehen wir halt eben die Eingänge von dem 800 Plus und darunter sehen wir die 4 Eingänge von dem 800 Pro. Das ist im Grunde relativ einfach gemacht. Man kann da gut durchsteigen, wenn man sich ein bisschen was damit beschäftigt hat. Und relativ einfach wirklich sogar nicht nur ein, sondern auch mehrere Systeme einbinden. Die Zendur SolarFlow 800 Plus ist zu einem sehr günstigen Preis erhältlich. Als Zielgruppe visiert Zendur damit also eher kleinere Haushalte mit begrenztem Platz für die Installation, die eine preiswerte PV-Anlage für Einsteiger suchen. Ob man jetzt das größere Gerät benötigt mit der Schoko-Steckdose oder ob man mit dem SolarFlow Plus, mit dem 800 Plus klarkommt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Wir haben im Test gemerkt, dass wir mit beiden wunderbar arbeiten können und wie die genauen Werte aussehen, das zeigen wir dann natürlich auch nochmal im Test. Wir haben auch schon ein Video veröffentlicht zur Zendur App.
wie man denn das Smart Meter zum Beispiel einbindet, wie man dann anhand der Messung des Smart Meters die Einspeisung vornimmt und auch wie man den Akku aufladen kann und so weiter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach so, auch noch ganz kurz auf den Gefällt mir-Button drücken. Das gefällt uns. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.